Ministerpräsident, Bundeskanzler Faymann, der österreichische Bundeskanzler, beklagt sich darüber, dass Sie ihn falsch informiert hätten. Er sagt, dass Sie ihm gesagt hätten, 4.000 Flüchtlinge kommen. Tatsächlich sind 10.000 Flüchtlinge nach Österreich gekommen. Haben Sie ihn absichtlich falsch informiert oder ist Ihnen da ein Fehler unterlaufen? Es ist ausschließlich die Entscheidung Österreichs, wie viele Menschen die Grenzen passieren dürfen. Laut Regelung darf man die Grenze ohne gültige Papiere nicht passieren, außer es wird genehmigt. Österreich hat diesen Menschen die Einreise genehmigt und auch festgelegt, wie viele kommen dürfen. Das heißt, Österreich hätte die Grenzen schließen sollen. Und die Flüchtlinge, die 10.000 Flüchtlinge, die im Grenzgebiet bei Hedja Shalom waren, nicht ins Land lassen sollen. Dann wären die jetzt noch dort im Grenzgebiet. Solange Österreich und Deutschland nicht klar sagen, dass sie keine weiteren Migranten mehr aufnehmen, solange werden mehrere Millionen neuer Einwanderer nach Europa kommen. Wenn wir unsere Einstellung nicht ändern, sondern uns weiterhin einladend zeigen wie derzeit, dann werden sie weiterhin kommen und wir werden unsere Grenzen nicht schützen können. Das heißt, Österreich hätte die Grenzen schließen sollen. Und die Flüchtlinge, die 10.000 Flüchtlinge, die im Grenzgebiet bei Hedja Shalom waren, nicht ins Land lassen sollen. Dann wären die jetzt noch. Wir respektieren Österreich und seine gewählten Repräsentanten und wir können und wollen ihnen auch keine Ratschläge geben. Und Schulmeistern wollen wir schon gar nicht. Wir sind mit unseren eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Wir konzentrieren unsere Kräfte darauf, dass unsere Südgrenze nicht durchlässig wird und wir sie schützen können. Wir wollen dem europäischen Recht entsprechen. Das besagt, dass Europas Außengrenzen nur an den Grenzübergängen passierbar sein dürfen und nirgends anders. Täuscht dieser Eindruck, dass Sie jetzt ungehindert die Flüchtlinge in den Westen schicken? Fordítva. Magyarország rendelkezik azzal az erővel, pénzügyi és rendőri erővel, Es ist umgekehrt. Ungarn hat die finanzielle und polizeiliche Kraft, für alle in Ungarn Unterkunft und Verpflegung zu sichern. Es gibt Sammelstellen, wo die Asylwerber und Einwanderer hingehen können. Dort werden sie medizinisch versorgt, dort bekommen sie Unterkunft, Wasser und Essen. Das Problem ist nicht auf unserer Seite. Die Einwanderer wollen nicht hier bei uns Asyl, sondern sie wollen in Deutschland Asyl. Sie glauben, in Deutschland wartet auf sie ein sicheres, leichtes und gutes Leben. Diese Menschen sind nicht in Gefahr. Nachdem sie aus Syrien, Pakistan oder anderen Ländern geflohen sind, sind sie nicht mehr in Gefahr. In den türkischen Flüchtlingslagern lebt man nicht gut, aber man ist sicher. Auch Griechenland ist ein sicheres Land, Mazedonien ist sicher, Serbien und auch Ungarn. Aber sie wollen in diesen Ländern nicht sein, weil sie in Deutschland Flüchtling sein wollen. Szerbia is az, és Magyarország is, de ők nem akarnak ezekben az országokban lenni, mert ők német menekültek akarnak lenni. Das heißt, Sie betrachten diese rund 10.000 Menschen, die jetzt in Österreich sind, als reine Wirtschaftsflüchtlinge, die keinen Anspruch auf Asyl haben nach Genfer Konvention. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ich betrachte einen sehr großen Teil dieser Menschen nicht als Flüchtlinge, die nach Sicherheit suchen, sondern nach einem besseren Leben. Wir nennen sie Wirtschaftseinwanderer. Wenn Ungarn jetzt von lauter sicheren Drittländern umgeben ist, wie kann man eigentlich politisches Asyl in Ungarn bekommen? Geht das noch oder ist das eigentlich unmöglich geworden? Man kann darum ansuchen und wenn man angesucht hat, werden wir alle Anträge auch überprüfen. Gibt es einen Fluchtgrund, wird Asyl gewährt. Aber diese Menschen suchen nicht um politisches Asyl an. Sogar sie selber sagen, dass sie ein besseres Leben wollen. Ungarn hält die internationalen Regeln ein. Wir registrieren alle und wir überprüfen jeden einzelnen Fall. Wer sich nicht registrieren will, sondern sofort weiterreisen will, den können wir nicht zwingen, bei uns Asyl zu beantragen. Wir wollen alle mit der Kraft des Rechts dazu bringen, sich in Ungarn registrieren zu lassen, wie das auch das internationale Recht vorschreibt. Wir gewährleisten allen Asyl gemäß den internationalen Konventionen. Es gibt verschärfte Asylgesetze. Darin heißt es auch, dass Soldaten an die Grenze geschickt werden. Was ist der Auftrag dieser Soldaten? Im Notfall auch auf Flüchtlinge schießen oder was ist die Aufgabe dieser Soldaten? Mi Európát védjük.
Wir schützen Europa gemäß den europäischen Regeln und die besagen, dass die Grenzen nur an bestimmten Stellen und nach Registrierung überschritten werden können. Wir bauen jetzt eine Grenze, damit wir alle an jene Stellen führen können, wo man legal die Grenze überschreiten kann. So können wir den illegalen Grenzübertritt verhindern. Würde Griechenland die europäischen Verpflichtungen erfüllen, dann gäbe es weder in Ungarn noch in Österreich Probleme. Aber Griechenland macht das nicht, obwohl die Einwanderer dort in die EU eintreten. Und deswegen wird das Problem zu uns und zu ihnen verschoben. Das heißt, die Soldaten haben dann demnach auch einen Schießbefehl. Das ist nicht nötig, weil es an der Grenze einen Zaun geben wird, den man nicht überwinden kann. Wer trotzdem über den Zaun will, muss verhaftet und rechtlich verfolgt werden. Es wird keine Waffengewalt notwendig werden. 1956 sind knapp 200.000 Ungarn nach Österreich geflüchtet. Hätte damals Österreich auch einen Zaun errichten sollen, Ihrer Meinung nach? Wir wollen genau das, was Österreich 1956 gemacht hat. Die Ungarn konnten damals nicht ohne Erlaubnis auf der Marie-Hilfer Straße herumspazieren. Die Ungarn wurden in Lager gebracht, dort korrekt verpflegt und sie konnten dort ihre Anträge abgeben, wohin sie weiterreisen wollen. Hat sich ein Aufnahmeland gefunden, konnten sie weiterreisen. Aber sonst mussten sie sich im Lager aufhalten. Hätten wir heute dasselbe System wie 1956 in Österreich, hätten wir diese Probleme nicht. Sie wollen eine europäische Lösung der Flüchtlingskrise, wollen aber keine Quoten akzeptieren. Ist das nicht ungerecht, dass dann Flüchtlinge in Westeuropa verteilt werden, während Ungarn keine Flüchtlinge aufnehmen möchte? Wenn Europas Außengrenzen nicht abgesperrt sind, hat es keinen Sinn, über Quoten zu sprechen. Wenn die Außengrenzen abgeriegelt sind, dann können wir über Lösungen sprechen. Solange wir unsere Außengrenzen nicht beschützen, wissen wir nicht, wie viele Menschen wir aufteilen wollen. Und ich denke, viele Millionen Menschen sind unterwegs und wenn die europäischen Politiker so weitermachen wie bis jetzt, dann können noch viele Millionen Wirtschaftseinwanderer nach Europa kommen. Gazdasági bevándorló érkezhet.